Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung hier vom Schiff. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind unter anderem: die Swiss beschwert sich darüber, dass es bei den Fluglotsen in Zürich zu Verspätungen kommt, und die Fluglotsen schlagen zurück und sagen, ihr habt selber ein Problembär, und zwar Air Baltic. Schauen wir uns mal genau an, was da ist. Dann ist das Thema Single Cockpit ist wohl jetzt bei der EASA weg vom Tisch, weil die haben festgestellt, hat keiner Bock drauf. Der Flugschreiber für Air India ist geborgen worden. Wir haben eine neue Promotion, leider nur geteasert, von Turkish Airlines. Da soll es 1000 Meilen geben. Wir müssen uns mal genauer angucken, zumindest was bis jetzt gesagt und bis jetzt geteased worden ist. Und wir haben, was haben wir denn noch an Themen? Da gucke ich gleich nochmal für euch nach am heutigen Freitag. Und zwar IHG, One Rewards und Sprengsätze in Phuket am Flughafen gefunden. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Könnt gerne unten kommentieren oder auf School. Auf School finde ich es wesentlich besser, wenn ihr da was schreibt. Das erste Thema, damit können wir direkt starten, und zwar ist das Thema Single Cockpit for Pilots, heißt also, dass man dort von diesem Thema abgekommen ist. Man hat ja herausfinden wollen, wie es geht, dass das EMCO, Extended Minimum Crew Operations, ob man zeitweise das Cockpit nur mit nur einem Piloten betrieben werden kann, zum Beispiel in Reiseflugphasen bzw. mit geringer Arbeitslastflugphasen. Und seit 2021 ist die EASA da Gas am Geben und möchte da gewisse Dinge rausfinden. Und die Idee ist halt, dass man den Pilot jetzt vom physischen Flieger zum Systemmanager, ich will nicht sagen degradieren will, aber ist ja irgendwie so, ne? Also wenn man aktiv den Knüppel in der Hand hat, beziehungsweise links als Kapitän, wenn man 320 oder Airbus fliegt, ne? Oder beim Boeing mit dem Steuerhorn, ist es so, dass man bei Airbus neue Assistenzsysteme ausprobiert hat. Gerade beim A350 1000 hatte man mit KI-gestützter Optik- und Navigationsdaten operiert. Hoffnung war, dass man damit die Automatisierung, den Cockpits sicherer und effizienter machen kann. Aber wir müssen ehrlich sein, es geht natürlich um Kosten, weil wenn man weniger pilotieren muss, braucht man auch weniger Piloten, und damit wäre es dann auch günstiger für die Fluggesellschaften zu betreiben. Es konnte kein gleichwertiges Sicherheitsniveau wie beim Zwei-Piloten-Betrieb nachweisen. Ich musste ein bisschen grinsen, weil ich glaube, wir haben viele Sachen gelernt, dass halt Redundanz echt nicht zu unterschätzen ist. Dann gilt zumindest für das aktuelle Cockpit-Design das Ganze. Also das heißt, wenn es ein neues Design gibt, vielleicht ändert sich da was. Und die EASA beendet deshalb die Studien und die Teilprojekte. Die Fokus, ne? Fokus. Auf jeden Fall will man sich bei der EASA jetzt auf andere Themen fokussieren. Risikoanalysen sollen sich künftig weniger auf nur einen Piloten fokussieren, stattdessen Bewertung fortschrittlicher Cockpit-Umgebungen im Allgemeinen und die Fortschritte der KI und natürlich auch der Cockpit-Designs können da natürlich Änderungen geben, aber im Moment sieht man da kein Potenzial. Airliner bleiben auf absehbare Zeit ein Fall für zwei Piloten. Fortschritte in Automatisierung und KI, klar, aber am Ende ist es ein Zwei-Mann-Platz und wir als Passagiere sind froh, dass es ein Zwei-Mann-Platz ist. Und ihr könnt da ja auch gerne kommentieren, aber ich kenne ja eure Kommentare schon. Aber erspart es mir nicht, schreibt es mir gerne trotzdem, was ihr dazu denkt. Ja, ich bin froh, dass es so bleibt. Das kann ich euch sagen. Dann haben wir ein Thema beim AI, also bei Air India 171. Da gibt es ein Update. Und zwar hat man die Flugschreiber ja gefunden. Man hat sie jetzt auch erfolgreich ausgelesen bei dem Unfall am 12. Juni von Ahmedabad nach London, wo die 787-9 verunfallt ist. 241 Insassen sind tot, Dutzende am Boden. Einer hat nur überlebt aus dem Flugzeug. Und man hat nahe dem Flughafen Ahmedabad, also am Fundort der Maschine, auch die Flugschreiber gefunden. Labor der indischen Flugunfallbehörde AAIB in Delhi hat es auslesen können. Man wollte es eigentlich nach Amerika schicken und wollte es da auslesen lassen, aber das war gar nicht nötig, weil es gar nicht so stark beschädigt war. Die Daten sind halt wirklich, also sowohl die Daten als auch die Sprachaufzeichnung, erfolgreich ausgelesen worden. Klärung ist natürlich die Abfolge und die Ereignisse, die zum Absturz geführt haben. Erste Hinweise der Auswertung
ist Hinweis auf größere Elektrik- und Hydraulikausfall. Videoaufnahmen, die zeigen halt die Ram Air Turbine, also die RET oder RAT oder wie auch immer man es nennt. Und das ist halt ein Notstromaggregat, das automatisch ausklappt. Gibt 3 Szenarien: massiven Stromausfall, Hydraulikausfall und natürlich Triebwerksausfall. Und ja, da sind wir mal gespannt, was da passiert und was da noch weiter kommt. Die Durchführung der Analyse ist in Indien gelungen, heißt also, man braucht das Ganze nicht nach Amerika auszufliegen. Technischer Zustand wurde ja auch überprüft und die 787er Flotte ist einwandfrei, alles tipptopp. Und der Fokus ist jetzt wirklich auf die Tonaufzeichnung und man arbeitet natürlich von der indischen Seite zusammen mit der NTSB aus Amerika und mit Boeing, die auch alle ein vitales Interesse haben, den Grund rauszufinden. Das ist der erste Totalverlust einer Boeing 787 und die Auswertung der Blackbox ist ein wesentlicher Schritt, um die Ursache zu finden. Deshalb ist es sehr gut, dass man die Auslesung machen konnte, um die Sicherheitsmaßnahmen dann auch zu verbessern und zu gucken, was es war. Was es war in Phuket, weiß man. Und zwar in Phuket hat man ein sprengstoffbeladenes Motorrad entdeckt. Insgesamt 4 Sprengsätze wurden gefunden und entschärft. Einer auf dem Flughafengelände, 2 in der Nähe von Patong Beach und einer am Phrom Thep Cape, beliebter Aussichtspunkt im Süden der Insel. Ich selber war in Phuket, aber nicht an der Aussichtsinsel, zumindest nicht bewusst, dass das da war. Polizei, alle Motorräder, die länger als üblich auf dem Flughafengelände gestanden, werden zur Untersuchung abtransportiert. Flughafenleitung empfiehlt den Reisenden mehr Zeit für Sicherheitskontrollen einzuplanen und Anweisungen des Personals natürlich stark zu befolgen. Gerade in Thailand kein Spaß mit der Polizei, wenn die mit dem Farang, also mit dem klassischen Weißen, zu tun haben. Die kennen da keine Gnade und das zu Recht. 2 Verdächtige aus der Provinz Pattani wurden bereits am Dienstag festgenommen. Die sollen auch die Platzierung der Sprengsätze gestanden haben. Die Polizei konnte die Sprengsätze Gott sei Dank alle, wie gesagt, schon rechtzeitig entschärfen. Die genauen Hintergründe sind unklar. Also man weiß jetzt nicht genau, was die getrieben hat. In Phuket, Phuket ist eine Insel, ist ja die größte Insel Thailands, eine der beliebtesten Touristenziele des Landes. Die Sicherheitsvorkehrungen sind in Kraft, was besonders natürlich die Touristen trifft. Und man muss aber ehrlicherweise sagen, wenn man sowas hat, dann bin ich auch froh, dass man dort erhöhte Sicherheitsmaßnahmen ergreift. Ihr könnt schreiben, was ihr dazu denkt. Wer von euch in Phuket gerade war oder in Phuket ist, kann ja vielleicht von der Lage vor Ort beschreiben. Wie die Lage in Zürich ist, wissen wir auch. In Zürich ist es so, dass Air Baltic ja im Wettlist fliegt für Swiss und sollte eine kurzfristige Hilfe sein, aber die kurzfristige Hilfe ist jetzt schon 3 Jahre. Ja, festhalten. Man hat ja bei der Swiss ausgeholfen, um da die Probleme mit den Triebwerken, die halt auch mehr Wartung und so weiter erfordern, auszugleichen, weil die Maschinen der Maintenance oder AOG sind, also die dürfen nicht fliegen. Und die haben ja damals auch am Anfang vor allem die Gewerkschaften der Swiss damit Lohndumping vorgeworfen, weil Air Baltic wesentlich billiger operiert mit den Letten. Ja, man hat jetzt Verspätungen in Zürich. Gestern gab es ja auch einige, aber das hat ja auch mit den Gewitterzellen in Deutschland zu tun gehabt. Swiss kämpft halt mit schlechter Pünktlichkeit, vor allem im Sommer mit circa nur 60% Pünktlichkeit. Hat da die Freunde der Flugkontrolle, also der Skyguide, mal so ein bisschen geschlagen und die Skyguide hat zurückgesagt, ja, man hat da so ein Problem, denn Air Baltic ist ein Mitverursacher. Und dann sagt ihr, Air Baltic, Mitverursacher? Ja. Und zwar Air Baltic setzt ja Airbus A220 ein. A220 ist eher ein kleineres Flugzeug, braucht auch nicht die lange Startbahn. Aber die wollen trotzdem auf der langen Piste 16, die 3700 Meter lang ist, starten. Und dadurch, dass natürlich die kleinere Maschine dort startet, auf der Bahn, die sie eigentlich nicht braucht, können in derselben Zeit große Flugzeuge nicht landen. Jetzt sagt ihr, was ist denn bei Air Baltic kaputt, dass die auf der 16 unbedingt starten wollen? Gar nichts. Die sagen ganz einfach, man kann halt dort mit weniger Schub starten. Halt, weil man eine längere Anlaufstrecke hat, braucht man vom Triebwerkssetting da nicht volle Leistung, hat den Vorteil, dass es Geld spart. Ja, und zwar Treibstoff und verlängert natürlich die Wartungsintervalle. Muss man jetzt ehrlicherweise sagen, die Triebwerke, die unter den 220er haben, sind ja Mangelware und deshalb kann man das durchaus nachvollziehen, dass sie das machen. Aber man braucht halt diese längere Startstrecke, damit die längere Bahn und blockiert halt den Flughafen und ist dann Teil eines Problems bei Verspätung.
Nicht nur für Business- oder First-Class-Passagiere, sondern auch für alle, weil wir haben ja alle im Flugzeug drin, keiner kommt früher an. Und Skyguide sagt halt, reduziert die Kapazität des Flughafens, verlängert die Wartezeiten, weil die Startbahn blockiert wird. Besonders ärgerlich für eine Maschine, die eigentlich diesen Luxus der langen Startbahn nicht braucht. Ja, der Urs Launer oder von der Skyguide, Air Baltic verlangt in vielen Fällen einen Start von der langen Piste 16. Das beeinträchtigt die Kapazität des Flughafens Zürich. Und ja, die Abfluggebühren und die Anfluggebühren wurden um 24% erhöht. Und das wird von der Swiss natürlich auch kritisiert. Ja, ich denke mal, wer im Glashaus sitzt und sich über Verspätung beschwert, aber selber Teil des Problems der Verspätung ist, mit ihrem Wetlease-Partner Air Baltic, dann ist da halt natürlich eine Lösung schwierig, weil Swiss natürlich da ganz klar auf Air Baltic angewiesen ist und Air Baltic sagt, hey Freunde der gepflegten Gastfreundschaft in Zürich, grüezi, aber wir fliegen halt kostenoptimiert und auch Maschinentriebwerksleistungsoptimiert. Ihr könnt euch ja mal Gedanken zu machen, ob das Folklore ist oder nicht. Ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Jetzt kommt der Teaser von Turkish Airlines kündigt Six Continents Challenge mit 1 Million Bonusmeilen an. Man hat auf Instagram eine Promotion oder beziehungsweise die Promotion angekündigt, geteasert. Wenig ist davon bekannt. The Road Six Continents angekündigt. Meistens 2 Mitglieder, die schaffen mit Turkish Airlines alle 6 von der Airline bedienten Kontinents zu bereisen, halt 1 Million Bonusmeilen. Voraussetzungen, die bisher bekannt sind, nur Flüge, die in der Türkei starten oder dort einen Transit haben, sind gültig. Nur von Turkish Airlines vermarktete und durchgeführte Flüge zählen, keine Codeshares, keine Fifth Freedom Flüge. Geplante Aktionszeitraum voraussichtlich nächste Woche, gültig bis Ende Oktober. Gutschrift der 1 Million Bonusmeilen am 15. November, Meilenverfall. Economy gültig bis zum 31. Dezember 2027, Business Class gültig bis zum 31. Dezember 2030. Kontinente mit Beispielländern als Auswahl, nur damit ihr mal so wisst, was so Ziele sind. Afrika, Südafrika, Marokko, Kenia, Ägypten, Asien, Japan, Indien, Saudi-Arabien, Vietnam, Europa, Deutschland, Frankreich, United Kingdom, Schweiz, Nordamerika, USA, Kanada. Man fliegt in Südamerika ja auch nach Brasilien, Argentinien, Chile und in Ozeanien Australia. Ja, also alle Kontinente. Ähnlich wie diese Milli-Mile-Challenge von der SAS, die ja auch gemacht worden ist von einigen von euch, ist es so, dass man dort jetzt ein Ähnliches macht bei den Türken. Finde ich eine lustige Idee. Schwierig wird es allerdings, weil natürlich Australien ein relativ teures Ticket ist. Und die vollständigen Bedingungen werden natürlich erst dann bekannt sein, wenn die ganze Geschichte live ist. Ihr könnt ja schreiben, ob das für euch auf School interessant ist oder nicht. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. IHG One Rewards in Europa hat eine Promotion mit 25% auf Aufenthalte im Juni 2095. Da gibt es ein Update. Und zwar IHG hat sein Angebot für neu eröffnete Hotels in Europa aktualisiert. Ist innerhalb 6 Monate aufenthaltsgültig. Heißt also, dass 15% Standortrabatt für alle Gäste. Und wer IHG-Mitglied ist, kann sich ja schnell anmelden, kriegt nochmal natürlich 10% Rabatt, was natürlich 15 plus 10 sind 25. Also relativ cool. Teilnehmende Hotels in Nordeuropa gebe ich euch zum Beispiel das Hotel Bristol in Berlin, München Airport, das Holiday Inn Express. Dann haben wir zahlreiche Garner-Hotels in Berlin, neu sind Checkpoint Charlie, Kudamm oder Spandau. Dann in Wien, inklusive dem Standort Prinz Eugen. Und in Klagenfurt zum Beispiel. Ansonsten Südeuropa, Osteuropa, da gibt es verschiedenste Ziele. Die Liste wurde im März aktualisiert. Seither nur wenige Änderungen. Hotel Bristol Berlin steht offenbar noch vor einer Markenintegration ins IHG-Portfolio. Und es ist halt eine interessante Chance für IHG-Fans, neue Hotels mit dem Rabatt zu testen. Ich bin fertig mit meiner Sendung. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und ganz, ganz wichtig, kommt aufs Cool. Ich bin jetzt hier fertig und wir gehen jetzt aufs Meer. Gucken wir mal, wie das Bild da so ist. Ui, und er stellt sich jetzt wahrscheinlich um. Stellt er sich um? Ja, da seht ihr ein bisschen was vom Wasser und Wolken. Ich bin dann erstmal raus, bin jetzt ausgedunkelt und gucken, ob er wieder zurückgeht. Findet er mich? Jo, geht wieder zurück. Also bis dann, entspannt euch beim Abspannen und bis zur nächsten Sendung. Bis dann, ciao, ciao.